actuellement, la dot au Sénégal, ça compte à partir de 2 millions francs CFA jusqu'à même 30 millions francs CFA. Ils peuvent aussi le prendre comme si nous, on voulait les soutirer de l'argent. C'est là qu'il m'a posé la question à savoir, est-ce qu'il doit donner de l'argent tous les mois? Parce que lui, il ne se connaissait pas. Et ma famille aussi lui avait dit, réfléchis bien et c'est à toi de décider de donner la somme qui te convient. Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Bernie et voici mon mari Alex. Si vous êtes dans un couple mixte, le thème qu'on va aborder aujourd'hui va vous intéresser parce qu'on va parler aujourd'hui de la dot. Oui, parce que je suis sénégalaise et dans mon pays d'origine, pour marier une femme sénégalaise, il faut donner la dot. Je pense que la majeure partie des pays africains, c'est comme ça, pour ne pas dire tous les pays africains. Il faut donner une dot, que ce soit de l'argent ou bien des biens matériels pour pouvoir épouser une fille. Et moi, mon mari a eu à faire cette dot-là, mon mari a eu à payer cette dot-là. Voilà, et on a pu se marier. Le moment où j'ai su que maintenant on doit se marier et que c'est devenu sérieux, j'ai abordé ce thème-là avec lui. J'en ai discuté avec lui. Je lui ai expliqué que la dot, ça fait partie de la culture sénégalaise. La personne qui veut épouser la femme doit donner de l'argent ou bien aussi des biens matériels, juste à titre symbolique. Franchement, j'ai pris le temps de lui expliquer ça pour qu'il puisse comprendre ça en tant qu'Européen, en tant qu'Allemand, pour qu'il puisse comprendre le sens de la dot. Ce que j'ai fait, il l'a compris. Et c'est après qu'il a pris contact avec ma famille et ils ont pu discuter jusqu'à s'entendre aussi sur le montant qu'il va donner et comment ça va se dérouler. La partie la plus difficile, c'était vraiment comment déterminer le montant parce que lui, il ne se connaissait pas. Et ma famille aussi lui avait dit, réfléchis bien et c'est à toi de décider de donner la somme qui te convient. Donc pour lui, c'était un peu compliqué, mais à la fin, ils ont pu trouver un montant qui correspondait à tout le monde. Voilà. Maintenant, mon mari est là pour partager son expérience, comment il a compris ça et comment il s'est senti en tant qu'Allemand de devoir donner de l'argent pour épouser une femme, alors que dans leur culture, ça n'existe pas. Baby, wie war für dich, wo ich dir erklärt habe, dass in der senegalesischen Kultur, eine Frau zu heiraten, du sollst einfach nicht muss, aber ich will sagen, du sollst einfach etwas bezahlen. Nicht bezahlen, bezahlen ist nicht das richtige Wort, aber so eine Geschenke, wie eine Geschenke finanzielle geben. Geschenke. Genau, finanzielle Geschenke geben. Das könnte auch so Häuser, das könnte auch Tier oder Gold oder Schmuck zum Beispiel. Wie war für dich? Also, wo ich das erste Mal gehört habe, da ist es nicht, in unserer Kultur ist nicht so unbedingt, dass man das so macht. In der afrikanischen und senegalesischen Kultur war das so. Für mich war das natürlich am Anfang jetzt nicht schlimm, aber ich habe gedacht, okay, in der Kultur ist es halt so, ja, und man lebt es dort so, Ja. und so ist es dort Tradition. Genau. Und deswegen gehört sich das halt einfach, dass man das auch macht, fand ich. Also ich fand es dann nachher schon mal ein bisschen, nicht erschreckend, aber einfach neu, weil man es einfach kennt. Ja. Aber ja, aus Respekt habe ich es eigentlich auch gemacht. Weißt? Also aus Respekt habe ich es einfach auch gemacht, so Ja. wie es Ja, die Tradition vorschreibt, sage ich mal. Ja. das ist auch einfach die Sinne hinterher, dieser Respekt, parce que la dot, c'est un signe de respect, c'est aussi pour dire aux parents de la fille que je suis reconnaissant, que merci d'avoir élevé une fille, d'avoir éduqué la fille, d'avoir mis toutes les valeurs importantes pour que je puisse avoir l'occasion de connaître ou bien de rencontrer la fille. C'est aussi un signe d'engagement quand le mari va payer la dot pour la marier et pour le marier aussi. Lui aussi, il l'a compris de cette façon et ça nous a facilité la tâche. Wo wir uns kennengelernt haben und dann wolltest du mich heiraten, hattest du auch nicht gedacht, normalerweise gibt es schon neue in jeder Kultur. Hattest du nicht so kleine Idee hinterher, wo du denkst, ah ja, bestimmt kommt was Neues, das ist sicher normal oder Kultur oder was hattest du einfach gedacht, das würde auch wie eine
Das wäre wie wenn du mit einer deutschen Frau heiraten werde. Also dass es natürlich so wird wie mit einer deutschen Frau, das habe ich schon gewusst, dass es so nicht wird, weil es gibt ja nicht eine traditionelle Hochzeit oder das ist auch in der deutschen gibt es sicher jede Hochzeit auch anders, ja. Aber die grundlegenden Dinge bei einer deutschen Hochzeit sind etwas anders wie bei einer senegalesischen Hochzeit, aber im Grunde genommen unterscheiden sie sich nicht so arg, ja. Wie gesagt, es war halt neu, ja, dass man das so macht, ja. Aber man hat es gemacht, ja, so, also das ist jetzt nicht so, in eine deutsche Hochzeit gibt man ja auch Schmuck oder Gold oder Geschenke oder irgend sowas, ja. In der deutschen Hochzeit? Genau, ja. Habe ich auch gehört, dass ihr macht so Mitgifte, heißt das. Genau. Aber es gibt ein Brautpaar, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eine Familie oder sonst irgendwie, wie es jetzt in Senegal war, dass man das für die Familie, für alle ist, sondern das ist für das Brautpaar. Für dass beides. die sich dann eine Zukunft aufbauen kann und hat, so war die ursprüngliche Gedanke. Also, aber machen wir das noch jetzt? Macht man heute noch, aber natürlich heute aus einem anderen Beweggrund. So wie Geschenk, einfach Genau, Geschenk aber heute aus einem anderen Beweggrund, wie die Hochzeit ursprünglich mal traditionell geplant war, weißt du. So. Weil früher hatten die Leute ja auch nichts, ja, und wenn man den halt geheiratet hat, gewusst, okay, man kriegt da Geschenke, man kriegt da vielleicht ein bisschen Gold oder Geld oder dass man einfach einen Start hat, weißt du. So. Okay, ich verstehe. Aber auch damals, wo du mich heiraten wolltest, hattest du niemals gehört, dass bei den afrikanischen Frauen, wenn du dort eine Frau heiraten möchtest, musst du was bezahlen, nicht bezahlen ist nicht das richtige Wort, aber musst du was geben, hattest du das nicht davor was Doch, gehört? ich habe das natürlich schon gehört, dass man, wenn man afrikanische Frauen heiratet, dass man dann Geld zahlen muss, dass man monatlich oder so auch zahlen muss, ja, das habe ich schon gehört. Es gibt sicherlich irgendwo in Afrika Völker oder Stämme, bei denen das vielleicht so sein mag, aber das ist ja auch das, was man so hört in der Allgemeinheit, ja, entspricht ja meistens nicht wirklich der Realität. Ce qui est important aussi est que quand j'ai parlé à mon mari de la dot et je lui ai expliqué le concept de la dot, je lui ai demandé aussi qu'est-ce qu'il en pensait et c'est là qu'il m'a posé la question à savoir est-ce qu'il doit donner de l'argent tous les mois. Parce qu'il a entendu, comme il vient de l'expliquer, il a entendu pour marier les femmes africaines, il faut payer de l'argent, il faut donner de l'argent, mais chaque mois. Et il m'a posé cette question et moi je lui ai rassuré que, en tout cas, ce qui concerne la culture sénégalaise, la dot, ça se paye une seule fois avant d'épouser la femme et puis c'est fini. Maintenant, si tu as envie après d'aider ta belle famille ou bien de donner des cadeaux à ta belle famille, c'est tout à fait normal, mais tu n'es pas obligé. En tout cas, dans notre cas, mon mari n'est en aucun cas obligé d'envoyer de l'argent à ma famille ou bien de donner des cadeaux à ma famille. Il n'est en aucun cas obligé. D'ailleurs, s'il le fait, c'est juste parce qu'il le souhaite et il le veut, mais il est en aucun cas obligé. Ich habe nur erklärt, dass du da nicht musst jeden Monat und du hast das nur einmal gemacht und in der senegalesischen Kultur, das gibt nur einmal und fertig, oder? Wie ist bei uns, musst du was jeden Monat bezahlen. Genau. Und jetzt, wie hat deine Familie auch darüber reagiert oder wussten sie das, dass du was bezahlt hast? Wussten sie was davon oder hast du mit jemandem, mit deinem Vater oder Bruder oder Also Mama? davor nicht. Und daher? Vor der Hochzeit habe ich da mit niemandem drüber geredet, weil es ist ja meine Hochzeit oder unsere Hochzeit. Danach habe ich natürlich schon erzählt, aber da war eigentlich die Reaktion eigentlich relativ neutral. Weil klar, ich heirate eine Frau aus einem anderen Kontinent, aus einer anderen Kultur raus und du heiratest einen Mann aus einer anderen Kultur raus. Ja. Und dass es dann natürlich Unterschiede gibt, ist ja völlig normal. Ja. Und ich finde, dass man auch sowohl die senegalesische Kulturunterschiede als auch die deutschen, wenn man das ein bisschen so mischt und ein bisschen so annimmt und respektiert und dann entsteht gar kein Problem. Also von der Seite der Familie war das relativ neutral. Ist halt so und fertig.
Okay. Und für dich hattest du nicht das Gefühl, dass du auch deine Frau wie kaufen musst? Oder Nee. wie war diese Idee mit Geld und Frau Also, bezahlen? dass ich jemanden kaufe, war nicht Mhm. das Gefühl, dass ich jetzt dich kaufe wie jetzt irgendeine Sache. Mhm. Ja, das Geld gibt man ja nicht, um die Frau zu haben, sondern Ja. das Geld soll ja die Familie mit unterstützen, soll ja einfach ein Dank sein, dass die Genau. Familie die Tochter freigibt sozusagen. Ja, das hat Mhm. aber nichts mit einem Kauf zu tun. Ja. Von dem her hat dieses Finanzielle ein anderer Hintergrund, natürlich auch einen anderen Stellenwert, wie jetzt, wenn ich etwas kaufe. Ja, ja, das ist wichtig, dass du das weißt, weil ich denke, um eine Frau zu heiraten, ich kann sagen, eine Frau, man kann das nicht kaufen. Es gibt eine Frau, also ein Mensch ist so wertvoll, dass man nicht so einen Preis da feststellen kann, weil Genau, festlegen. festlegen kannst, genau. Genau, und vor allem, gut, das ist auch eine Glaubenssache oder so, aber was ist denn wirklich Besitz? Besitze ich wirklich etwas? Ja. Mein Wissen und meine Sprache und mein Charakter und Ja. meine Eigenschaften besitze ich, aber ein Kleidungsstück oder ein Mensch oder irgendwas besitze ich ja nicht. Also Genau. so sehe ich das. Ja. Genau. Ist nur eine Leihgabe oder wie soll ich sagen? Genau. Ja. Je suis en train d'expliquer à mon mari qu'une femme a tellement de la valeur qu'on ne peut pas mettre un prix sur la valeur d'une femme pour pouvoir l'acheter. Donc, heureusement qu'il l'a compris ainsi et il a pris le sens de la dot vraiment comme un cadeau, comme une chose qui fait partie de la tradition, tout ce qui concernait le thème de la dot entre nous. Ça s'est bien passé. Parce qu'actuellement, la dot au Sénégal, ça compte à partir de 2 millions francs CFA jusqu'à même 30 millions francs CFA, ce qui peut aussi être pour un Européen, pour un homme allemand qui ne connaissait pas cette tradition ou bien qui ne s'y connaissait pas. Ça peut un peu être irritant ou bien choquant. Ils peuvent aussi le prendre comme si nous, on voulait les soutirer de l'argent. Jetzt, wenn wir zum Beispiel unsere Tochter heiraten möchten, wirst du dieser Mann, also deine zukünftige Schwiegersohn dich was gibt, als finanziell oder Haus oder willst du das? Weißt du nicht. Glaube ich, dass sie was uns geben müssten, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube eher geben mir dem Braut was und dem Brautpaar, dass wir was bekommen. Okay. Alles klar. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et c'est là que la vidéo se termine. Hast du noch was dazu zu sagen oder ergänzen? Nee. Dites-moi si vous êtes dans un couple mixte, qu'est-ce que vous en pensez de la dot? Comment votre mari a réagi quand vous lui avez parlé de la dot? Est-ce que vos maris ont payé la dot? Partagez vos expériences. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.